Noch 3 Spiele in der Liga. Bologna ist heute der Startpunkt im Fernduell mit Inter um die Meisterschaft. 4 Punkte haben wir Rückstand. Wir haben es also nicht mehr in der eigenen Hand. Wir müssen sogar zweimal hoffen, dass Inter die Punkte liegen lässt. Entweder unentschieden spielt oder im besten Fall verliert. Und wir müssen natürlich unsere 3 Spiele, die wir jetzt noch haben in der Liga, zumindest mal alle gewinnen. Das Champions League Finale gegen Atletico steht. Also Buffon kann sich schon mal seine Schuhe zuschnüren. Und schon mal ein bisschen planen, wie er das Ganze zelebrieren möchte. Und wir müssen gucken, dass wir hier zumindest unsere Hausaufgaben machen. Heißt, alle 3 Ligaspiele gewinnen. Und dann gilt es, ja, zu hoffen. Zu hoffen, dass unter anderem Lazio, ich glaube, dagegen spielt Inter noch gegen Bergamo am letzten Spieltag. Und, oh, weiß ich gar nicht, Davis. Gegen wen sie noch spielen. Aber ich weiß, dass Davis ein schönes, ja, Tor fast geschossen hätte. Zack. Liegt da quer in der Luft und der war gar nicht so weit weg. Ja, schönes Ding. Und dann wiederholt sich Geschichte. Ich habe damals in FIFA 15, für die schon ganz lange mit dabei sind, habe ich auch 2 Saisons mit Juve gespielt und ich bin nie Meister geworden. Damals bin ich aber nicht an Inter gescheitert, sondern am AC Mailand. Genau, und jetzt scheitere ich vielleicht wieder am Keeper. Chiesa, der ist drinne. Kurioses Tor. Aber das ist egal, wie wir hier die Tore schießen. Hauptsache, wir gewinnen unsere Spiele. Und dann ist es mir auch egal, wie die Tore fallen. Das war auf jeden Fall schön gespielt. Völlig frei. Talisca, Pavlenka ist da noch dran. Und dann dachte ich, Chiesa läuft am Tor vorbei, anstatt den einfach direkt zu schießen. Aber nein, er muss ihn nochmal lupfen. Und dann wird er sogar angeschossen. Ist es sogar ein Eigentor vielleicht? Ich glaube nicht. Ich glaube, das Tor wird Chiesa gut geschrieben. Nach 8 Minuten. Ja, auch immer ein Zeichen Richtung Inter, dass wir dann doch da sind, wenn wir liefern müssen. Und wir haben dann halt auch selber Schuld. Vlahovic, jetzt machen wir erstmal das 2-0. Schade. Wir haben so viele Spiele unentschieden gespielt, gerade auch gegen Teams, die unten drin stehen. Benevento, Lecce, wenn ich nur daran denke. Hellas Verona, das letzte Ligaspiel gegen Empoli zum Beispiel, da innerhalb von 5 Minuten 2 Gegentore noch bekommen. Das ging überhaupt nicht. Davis, nächste Chance. Auf der Linie geklärt. Talisca lässt einen ausstehen und wieder Pavlenka. Wir haben so viele Tore zwar geschossen, aber wir haben auch fast 50 Gegentore bekommen. Das ist halt dann in der Endabrechnung einfach zu viel. Weißt du, wenn der Tabellen 17. oder so nur 4 Gegentore mehr hat, was jetzt ja auch nicht unbedingt gut ist. Aber normalerweise geht das nicht. Ey. Klar, mit der Mannschaft musst du halt auch eigentlich Meister werden. Super abgegrätscht. Ja, aber wir haben uns dann auch eine lange Zeit schwer getan mit der Dreierformation. Achtung, Kulusevski. Das geht zu leicht. Ja, und dann ist es auch gar nicht verkehrt, im Schwung zu bleiben. Im Spielrhythmus, gerade dann fürs Champions League Finale. Da bin ich auch mal gespannt gegen Atletico, was das für ein Spiel werden wird. Aber nochmal, ne, wir haben ja dann erst spät umgestellt wieder auf die Viererkette. Dreierkette hat eigentlich auch gut funktioniert. Wir haben viele Tore geschossen dadurch, aber auch einige hinten dann bekommen. Standen auch nicht immer sicher, aber jetzt mit der Viererkette wieder mit dem altbewährten System läuft es auf einmal wieder. Und auch in diesem Spiel, oh, Chiesa vergisst den Ball, läuft das bislang alles in eine Richtung. Und so hätten die Spiele häufiger verlaufen müssen einfach, ne? Schon mal 2 Tore nach fast einer halben Stunde, aber haben wir halt nicht gemacht. Und somit haben wir jetzt halt den Salat. Gravenberg, Vlahovic, du liebe Zeit. Wie viel Platz haben wir denn da? Die lassen uns ja wirklich bis in den Strafraum rein. Ja, also das ist ein sehr dankbarer Gegner bislang. Wir haben ja noch eine zweite Halbzeit. Da haben wir dann meistens auch immer ein bisschen Leistungsabfall. Aber bislang deutet ehrlich gesagt wenig darauf hin. Das heißt aber nicht, dass sie sich nicht hier auch Chancen rausspielen können. Bremer, oh, super gespielt. Und dann ist die Chance da. Und ein dicker Claire bei seiner Robustheit, Routine. Aber da ist diese eine Chance dann wieder vom Gegner. Und bei uns kommt Vlahovic. Komm, der ist schnell. Schneller als Lukumi. Bleibt cool vor Pavlenka. Und netzt ihn ein. 3-0.
Ja, das könnte heute ein richtiges Feuerwerk geben. Ein richtiges Schützenfest. Weil Bologna, die stehen erstens mal zu tief hinten. Und zweitens auch total komisch. Und drittens sind sie gerade gar nicht so präsent. Und dann spielen wir uns jetzt vielleicht so ein bisschen den Frust von der Seele. Das mal gegen Empoli, ey. Das ist unerklärlich. Aber da ist der Gegner wieder auch ein anderer. Der spielt wieder eine andere Formation. Guckt euch mal an, wie die hinten stehen. Die stehen ja gar nicht hinten. Was soll das denn? Talisca. Nächste Chance. Das ist ja Hanebüchen. Also zum Glück spielen die nicht mehr um den Abstieg. Guck mal, die wechseln jetzt schon. Bringen Hernandez rein für Van Hooijdonk. Ja, die bringen jetzt einen Stürmer für einen Innenverteidiger. Kann das sein? Aber spielen weiter mit diesem 3-4-2-1, würde ich es jetzt mal nennen. Ob das was bringt? Wechsel nach einer halben Stunde. Irgendwas muss ja passieren. So kann es ja nicht weiterlaufen, sonst werden sie wirklich abgeschossen. Ja, und wir machen weiter. Wenig Ballkontakte, viel Freiraum. Talisca und wieder Pavlenka. Also, der müsste heute eine Sonderzahlung kriegen eigentlich. Bei den vielen Paraden, die er schon gemacht hat. So, wie wäre es mal wieder mit dem Kopfballtor? Hatten wir auch schon lange nicht mehr. Da ist Bremer. Und Gravenberch. Das war auch eine super Verpflichtung, muss ich sagen, so im Nachhinein. In der Winterpause. Ich glaube, das war relativ gut, dass wir den nochmal geholt haben. Schöne Tore gemacht. Ganz auf das Mittelfeld zusammengehalten. Talisca. Und halt auch einfach ein guter Mittelfeldspieler. Sehr robust. Mit viel Spielintelligenz, gute Übersicht. Und wie gesagt, 2, 3 richtig schöne Tore hat er dann auch geschossen. Unter anderem gegen Manchester City im Rückspiel. Auch sehr, sehr wichtig. Vlahovic kommt nicht ran, aber nochmal Talisca. Chiesa hat Platz. Ja, das ist eine super Position. Und wieder Pavlenka. Also unfassbar. Der hat schon 3 Gegentore, aber hat noch 10 weitere Schüsse gehalten gefühlt. So. Wir brauchen einfach Kvaratskhelia. Wir hätten uns Kvaratskhelia holen müssen. Der kann super Ecken schießen. Kulusewski vom Tor weg. Benrahma und dann ist das ja sehr schlecht weiterhin von Bologna. Aber gut für uns. Wir machen einfach weiter im Rhythmus. Gravenberch, Vorsicht. Aber ich warne auch vor der zweiten Halbzeit. Das geht ganz, ganz schnell. Ich meine, Empoli hat auch innerhalb von 5 Minuten zweimal getroffen. Ja, es ist abseits, aber Bologna, die sind bislang echt schwach. Also es ist ein dankbarer Gegner hier. Das heißt für uns, wir können dann auch schon mal eventuell durchwechseln. Für die zweite Halbzeit vielleicht mal Leute bringen. Guckt euch das mal an, wie tief stehen die denn hinten drin? Vlahovic und Talisca. Das ist ja wirklich Wahnsinn. Also jetzt haben sie schon mal gewechselt nach einer halben Stunde und die stehen trotzdem immer noch so offen wie ein Scheunentor. Aber gut für uns, 3-0. Ist eigentlich noch 1, 2 Tore zu wenig, wenn man das mal genau nimmt. Ja, und Inter liegt zurück. Sampdoria, perfekt. Hätte ich nicht damit gerechnet, dass sie uns Schützenhilfe geben. Stand jetzt zur Halbzeit, ne? Also, Stand jetzt sind wir nur noch 1 Punkt hinter Inter. Das geht also ganz schnell. 19 Schüsse, alleine schon in der ersten Halbzeit. 19 Schüsse. Ja, wir machen erstmal so weiter, oder? Wobei, warte mal, wir können mal Kamavinga für Zakaria. Nicht, dass der sich noch irgendwie wegen Übermüdung verletzt oder so. Aber fast 20 Schüsse alleine in der ersten Halbzeit. Da seht ihr mal, wie dominant das ist. Aber da ist Bologna auch selber schuld. Ey, tut mir leid. So wie die hinten verteidigen, so wie die hinten stehen. Guckt euch das an, das geht direkt so weiter. Talisca! Jetzt wird es ein Schützenfest. Jetzt wird es ein Schützenfest. 4-0. Ja, und dann tut so ein Spiel auch mal wieder gut, wo fast jeder Ball reingeht, wo vieles ja einfach von alleine läuft. Aber natürlich, wo der Gegner auch mitspielt, ne? Das muss ich jetzt auch immer richtig einordnen. Das ist halt richtig schlecht auch vom Gegner gemacht, so ist es nicht. Ja, und Sampdoria, wenn die uns nochmal helfen sollten, das wäre ja echt Wahnsinn. Schaut euch das an, wieder Ball in die Spitze und wieder Tor. Jetzt ist jeder Schuss ein Treffer. Vlahovic schraubt an seinem Tore-Konto. Der wird auch Torschützenkönig, glaube ich. Selbst wenn wir nicht Meister werden sollten, den Titel hätten wir. Guck mal, ganz einfach. In die Schnittstelle, da sind
2 Mann zu weit weg und dann Vlahovic, zack, ins lange Eck und mal von außerhalb des Strafraums, ne, glaube ich. 5-0. Also was immer Bologna heute Morgen im Tee hatte, das war nicht gut. Oder wir nutzen jetzt halt auch einfach mal unsere Chancen. So Spiel hätten wir auch viel, viel öfter gebaut, aber das geht ja, ey, ist ja Wahnsinn. Also da würde ich doch später als, ne, oder spätestens jetzt als gegnerischer Trainer mal drauf kommen, vielleicht mal auf Fünferkette umzustellen oder mal irgendwas für die Defensive zu tun. Aber soweit ist die KI halt leider nicht. Die denkt sich, ach, wir laufen jetzt einfach weiter so in das nächste Gegentor rein. Talisca! Ist ja dasselbe Muster wieder gewesen. Ja, ach, was sollte die KI nicht schlauer werden und hast du nicht gesehen von Spiel zu Spiel. Also wenn die KI schlau ist, dann stellt es jetzt einfach mal um. Wobei jetzt ist eh zu spät. Davis, nächste Chance. Das wären am Ende 30 Schüsse. Das wird das Spiel mit den meisten Schüssen in unserer Saison. Wenn wir schon 20 Schüsse allein zur Pause hatten. Und die hatten den Lattenknaller. Da hätte es auch gut und gerne 2-1 stehen können. Und im Gegenzug halt das 3-0. Das ist dann halt auch so ein Schlüsselmoment vielleicht. Vlahovic gegen alle. Kulusewski, wieder Vlahovic. Ja, aber kommt er daran noch ran? Grätsch doch. Irgendwie, aber gut. Das ist jetzt auch nicht mehr so wichtig, nachdem es jetzt 5-0 steht. Ja, die laufen noch ein bisschen rum wie Falschgeld. Schon wieder zu viel Platz, aber gut, mir soll es recht sein. Chiesa. Lukimi, Chiesa, das gibt den Eckball, ja. Die wechseln munter weiter. Mal gucken, jetzt bringen sie vielleicht noch 1, 2 Stürmer rein, dass sie vielleicht mal ein Ehrentor schießen, keine Ahnung. Talisca, Vlahovic und wieder Talisca. Was für ein Kracher. Und nochmal Bremer, Davis. Hier darf heute jeder mal Gravenberg. Ah ne, der Gewaltschuss, der klappt leider nicht. So, dann vorne, allein auf weiter Flur. Die Frutos. Und Davis wieder abgeblockt und die gehen trotzdem vorne immer noch drauf, die spielen Pressing, das ist Wahnsinn. Es steht 5-0, Leute, habt ihr mal aufs Ergebnis geguckt? Aber mir soll es egal sein, Vlahovic, ja, kommt nicht vorbei. Und Pavlenka ist da hinten echt die ärmste Sau. Aber ist auch nicht frei von Fehlern, schade. Gut, ich glaube, das Spiel hat ein bisschen Erbarmen mit Bologna. Da kommt jetzt auch vorne nicht mehr jeder Ball durch. Aber 5-0 reicht ja auch. Zunächst mal Vlahovic, Davis. Vielleicht auch nochmal mit einer Chance. Chiesa lässt sich fallen. Und da ist Kulusewski auch wieder völlig frei. Und Pavlenka ein und das andere Mal wieder mit einer Parade. So jetzt aber. Jetzt wird mal fleißig hier durchgewechselt. Araujo kommt mal rein. Gertruida kann auch Innenverteidiger, habe ich gesehen. Dann kommt Larsson rein. Dann bringen wir hier... Ja, warte mal. Kostic hier rein, genau. Wobei, nee, so. Dann kann Davis offensiver spielen. Kann Schade, der kann nur rechtes Mittelfeld. Okay. ZOM. Dann bleibt das jetzt erstmal so. Das ist halt auch ein Luxus, so Spieler trotzdem auf der Bank zu haben. Auch wenn es halt nicht immer funktioniert hat. Aber egal. Gertruida, erste Aktion und wieder auf der Linie. Das kommt ja auch noch mit dazu. 2 Aktionen wurden ja noch geklärt auf der Linie. Also da hätten wir gut und gerne auch noch mal ein Tor mehr haben können. Kamavinga, Kulusewski und Davis, ja. Auch noch mal gefährlich, aber ein schöner Schuss von Kamavinga. Also auch da und auch 2 Lattenknaller. Also wir hätten locker 7, 8 Tore schießen können. Das ist halt so ein Spiel, wo fast jeder Ball wieder reingeht. Und die Schattenseite der Saison sind halt auch so Spiele wie zum Beispiel gegen Empoli, ne? Du führst 1-0, hast eigentlich Chancen. Dann kommt der Gegner noch zweimal vors Tor innerhalb von 5 Minuten und dann ist die Meisterschaft eigentlich schon verloren gewesen. Ich habe echt nicht damit gerechnet, dass Sampdoria bislang führt bei Inter. Mal gucken, ob sie es auch bis zum Schluss machen. Kulusewski, Larsson, nein, jetzt spielen wir es ein bisschen zu kleinlich aus. Das war, glaube ich, jetzt ein Ball zu viel. Aber gut, ich glaube, am Torverhältnis wird es nicht scheitern. Ich
Ich glaube nicht, dass der Meister entschieden wird durch eine bessere Tordifferenz. Ich glaube, irgendeine Mannschaft, je nachdem wer es dann ist, hat vielleicht 2 Punkte, vielleicht nur 1 Punkt Vorsprung dann am Ende. Und ich glaube auch, dass es am letzten Spieltag entschieden wird. So spannend, wie das hier zugeht. Wieder Pavlenka. Also ich tippe mal, bei unseren Schüssen steht eine 3 vor. Bin ganz, ganz sicher, da muss jetzt eine 3 vorstehen. Wieder Pavlenka, unfassbar. Was der nicht noch alles rausholt. Kulusewski, mal eine andere Formation. Und Larsson auch mit dem Gewaltschuss. Ja, schade. Die müssen einfach früher abschließen. Dieses lange weiter ausholen ist zwar schön und gut. Aber da gab es auch irgendeinen Trick, wie du das umgehen kannst. Kamavinga, sehr schön. Talisca, Larsson unten, schön freigespielt. Larsson, auch knapp drüber. Gut, dann wollen wir das Spiel hier zumachen. Noch 2-3 Minuten mit ein bisschen Nachspielzeit. Also es lief wirklich alles für uns. Ich glaube, wenn man schon 3-0 führt zur Halbzeit. Mit über 19 Schüssen. Oder das heißt über 19. Es waren 19 Schüsse. Dann steht der Sieger auf jeden Fall verdientermaßen fest. Mal gucken, vielleicht machen wir noch 1. Larsson. Das war eine ganz, ganz herbe Abreibung. Und wenn Sampdoria vielleicht gewonnen hat bei Inter oder zumindest Remis gespielt hat, dann sind wir doch wieder drinne im Meisterschaftskampf. Aber wir müssen halt nochmal hoffen, dass Inter dann patzt, weil von alleine haben wir es leider nicht mehr in der eigenen Hand. Larsson, Talisca. Das wäre wohl abseits gewesen. Und somit der Schlusspfiff. Also 5-0, sehr, sehr dominant. Ich glaube, da braucht man gar nicht mehr zu sagen. Jetzt hoffen wir halt auf Sampdoria. Und ich hatte recht, es waren am Ende 34 Schüsse. Und Sampdoria hat 1:0 gewonnen bei Inter. Jawohl. Also der erste Verein, der schon mal eine richtig große Kiste Wein zugeschickt bekommt. Das gibt's ja gar nicht, ey. Die lassen uns hier wirklich noch am Leben, obwohl wir das jetzt eigentlich gar nicht mehr verdient haben. So wie wir die Spiele manchmal wegschmeißen. Aber egal. Inter verloren, das heißt 1 Punkt haben wir nur noch Rückstand. Der AC Mailand hat wahrscheinlich auch gewonnen. Das heißt also, dass es auf jeden Fall auch ein Dreikampf werden kann bis zum Schluss am letzten Spieltag. Das schauen wir uns gleich mal an. So, wir sind immer noch Zweiter. Ja, AC Mailand auch nur noch 4 Punkte Rückstand. Also das wird echt nochmal spannend. Wenn Neapel jetzt auch noch gewinnt. Ja, nee, dann ist ja nur noch ein Spiel. Also gut, Neapel kann kein Meister mehr werden. Es entscheidet sich zwischen den ersten 3. Ich im Mailänder Sandwich hier drin. Mal gucken, wie gut es schmeckt. 85 Tore einfach geschossen. Gut, 15 Tore weniger als bei Dortmund, glaube ich. Da haben wir über 100. 40 Tordifferenz. Also am Torverhältnis wird es nicht scheitern. Haben wir unten noch eine Entscheidung. Ja, Lecce ist noch nicht rechnerisch abgestiegen, aber vom Torverhältnis her müssten sie halt schon ganz schön viel aufholen. Benevento. Also es wird sehr, sehr spannend. Ich gucke nochmal in die anderen Wettbewerbe rein, so wie da die Finalspiele sind. Gut, Sevilla im Finale der Europa League. Sagt mir was Neues. Und Spurs gewinnen gegen die Eintracht im Halbfinale. Alright. Und Conference League Finale haben wir Florenz gegen Sociedad. Auch ein schönes Spiel. Wo haben wir noch irgendeinen Wettbewerb? Ah ja, den Pokal. Da, wo wir auch schon in der ersten Runde gescheitert sind, haben wir da auch ein Finalspiel. Bergamo, die haben schon gewonnen. Gegen Genua 4-0. Also weder Inter noch AC Mailand, die sind alle vorher wahrscheinlich ausgeschieden. Benevento war sogar im Halbfinale. Überleg mal. Mit Hin- und Rückspiel. Haben dann das Rückspiel 3-1 gewonnen. Wären also trotzdem fast noch weitergekommen. Also es spitzt sich zu. Noch 2 Spiele. Neapel, 4. Platz. Das, wird ein Spieltag, wo sich eventuell schon die Meisterschaft entscheidet. Je nachdem, wenn wir verlieren und Inter gewinnt, sind sie halt schon Meister und dann haben wir es leider wieder nicht geschafft. Also, macht's gut, bis zum nächsten Spiel. Ciao, ciao.